those who love me. Sondern es bedeutet diejenigen, die mich lieb And haben. it's like Jesus is saying, Als würde Jesus sagen wollen, I know you really do love me. ich weiß, dass ihr in Wirklichkeit mich liebt. All this rejection is finished. All diese Ablehnung ist vorbei. I am your brother who loves you. Ich bin euer Bruder, der euch lieb hat. There's one more prediction and we'll come to it. Es ist noch eine Prophetie, noch eine Voraussage und dann sind wir fertig damit. And that is the coming of Messiah in glory. Das ist das Kommen von Messias in der Herrlichkeit. And you'll find that in Zechariah 14, verse 3 to 5. Das findet ihr in Sacharja 14, 3 bis 5. You might as well read those. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wider jene Nationen, wie der Reinste am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Morgen liegt. Da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es von Sonnenaufgang nach dem Meer hin ein sehr großes Tal geben und die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden zurückweichen wird. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Uzias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. You see what it says at the end? Und seht ihr, was hier am Ende geschrieben steht? The Lord my God will come and all the holy ones with him. Der Herr, mein Gott, wird kommen und all die Heiligen mit ihm. And it tells us that he will plant his feet on the Mount of Olives. Und es heißt, seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. And when he does that, there will be an earthquake. Und wenn er dieses tut, wird es ein Erdbeben geben. And the mountain will be divided in two. Und der Berg wird in zwei gespalten. Half will move to the north, Die Hälfte wird in Richtung Norden sich bewegen and half will move to the south. und die andere Hälfte nach Süden hin. And this is very vivid to me Und das ist ein sehr lebendiges Bild für mich, because I spent the last year of my military service in the British Army in that very place. denn ich habe das letzte Jahr meines Kriegsdienstes beim britischen Heer an diesem Ort verbracht, Where there is a, what do you call the word? Thing for pilgrims. What do you call that? I know it in German. Hospice. No, it's not right. But anyway, say it in German. Wo es an diesem Ort gibt eine Pilgerstätte, Built by the Kaiser, die durch den Kaiser gebaut wurde, especially for German pilgrims. besonders für deutsche Pilger. But during World War II, the British Army took it and made it a hospital. Aber während des Zweiten Weltkriegs hat es das britische Heer übernommen und zu einem Hospital umgestaltet. I was working in that hospital then. Und ich arbeitete in jedem Krankenhaus. And there is a square tower built there, Es gibt einen quadratförmigen Turm, der da gebaut which ist, no one is allowed to go up, den keiner besteigen darf, because in 1923 there was an earthquake in that place. weil es im Jahre 1923 dort an jedem Ort einen Erdbeben gegeben And the hat. tower is cracked and unsafe for anybody to go to. Und der Turm hat Risse und ist unsicher und darf nicht bestiegen But werden. for me, this is so vivid, Und für mich lebt dieses Bild. because I see exactly the place where the mountain will split, Denn ich sehe genau vor meinen Augen den Ort, wo sich der Berg zerspalten and wird. then it says living water will go out toward the east Und dann heißt es, lebendiges Wasser wird gen Osten hinausfließen. from Jerusalem. Von Jerusalem. One exciting fact about Jerusalem is this: Eine begeisternde Tatsache über Jerusalem ist folgende. it has never had its own water supply. Es hat nie eigene Wasserversorgung gehabt. It has always had to have water piped in from outside, Es muss immer Wasser von außerhalb reingepumpt werden. and it will never become a source of water Und wird nie zu einer Wasserquelle werden, until Messiah comes. bis Messias kommt. That's a little parable. Das ist ein kleines Gleichnis. And it's true in our lives too. Es stimmt auch in unserem Leben genauso. We can only become a source of life when Jesus comes. Wir können erst, wenn Jesus zu uns kommt, zu einer Lebensquelle werden. And you'll notice it says there, his feet will stand on the mountain. Und es steht hier, seine Füße werden auf dem Berg It stehen. also says he will come with the clouds. Es heißt, er wird in den Wolken kommen.
And in Acts chapter 1, Und in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel steht, when Jesus returned to heaven, als Jesus in den Himmel zurückgekehrt he ist, went up from that place er ging von dem Ort nach oben, and he went in the clouds. er ging in den Wolken. And while the apostles were still looking up, Und während die Apostel immer noch nach oben schauten, two angels stood beside them, stellten sich zwei Engel zu ihnen and they said, "Why are you gazing up into heaven? und sagen, warum schaut ihr in die Himmel? This same Jesus will so come in like manner as he went." Dieser selbe Jesus wird auf gleiche Art und Weise zurückkommen, wie er ging. He went from the Mount of Olives. Er ging vom Ölberg, He will come back to the Mount of er wird Olives. zum Ölberg zurückkommen. He went in the cloud. Er ist in der Wolke He'll come gegangen, back in the er cloud. wird in der Wolke zurückkommen. To me, this is exciting. Für mich ist das begeisternd. You know, if you never get excited about your religion, I wonder how much you really have. Wisst ihr, wenn ihr über euren Glauben nicht begeistert werden könnt, dann frage ich mich, wie viel Glauben ihr wirklich habt. I grew up in the Anglican Church in Britain. Ich bin in Großbritannien in der anglikanischen Kirche groß They geworden. have a very beautiful liturgy. Die haben eine wunderschöne Liturgie. And sitting there every Sunday, I came to know it by heart. Und Sonntag für Sonntag saß ich in der Kirche und lernte die Liturgie auswendig. But after everybody had said all those beautiful words, Aber nachdem alle diese schönen Worte gesprochen hatten, I watched them as they walked out of the church. schaute ich sie an, während sie aus der Kirche hinausströmten. And I said to myself, they don't really look happy. Und ich sagte zu mir selbst, die schauen aber nicht sehr glücklich aus. What's happened to all the words they spoke? Was ist aus all diesen Worten geworden, die sie vorhin gesprochen And hatten? I came to the conclusion they didn't really mean what they said. Und ich musste daraus folgern, sie glaubten nicht, was sie sagten. So how about you? Wie ist es dann bei euch? Have you ever been really excited about Jesus? Seid ihr wirklich irgendwann begeistert über Jesus? You see, I was a professor of logic at Cambridge, Ich war auf der Universität in Cambridge Professor für Logik. and I always think in terms of logic. Und ich sehe alles in einem logischen Rahmen, im Rahmen der Logik. And my attitude is this. Meine Einstellung ist folgende. If you really believe you were a lost soul bound for hell, Wenn du wirklich glaubst, du warst eine verlorene Seele unterwegs in die Hölle and you deserved nothing good und du verdientest nichts Gutes, but only the punishment of God, sondern nur die Strafe Gottes, and Jesus, the Son of God, took your place on the cross und Jesus, Sohn Gottes, nahm deine Stelle am Kreuz ein and died in agony and shame und starb in Schmerzen und Schande and rose again from the dead, und stand wieder von den Toten auf, that you might be freely forgiven damit du eine vollkommene Vergebung and erhältst have eternal life und ewiges Leben and hast become a child of und ein God Gotteskind wirst, and know that you're going to spend eternity with God. das weiß, dass es die Ewigkeit mit Gott verbringen wird. If you really believe that, Wenn du das wirklich glaubst, how can you not be excited? wie kannst du nicht begeistert sein? You see, they say about us Pentecostals and charismatics, Man behauptet von uns Pfingstlern und Charismatikern, we're too emotional, wir sind zu emotional, we're too excited. wir sind zu gefühlsbetont. I say we're logical. Ich sage, wir sind logisch, wir sind Logiker. All right, let's go back to the prophecies that we've analyzed. Gehen wir jetzt zu diesen Prophetien zurück, die wir analysiert haben. We looked at 18 prophecies, Wir haben 18 uns angeschaut, of which 15 have been fulfilled. von denen 15 bereits in Erfüllung gegangen sind. Now, if your mathematics are the same as mine, Wenn eure Mathematik übereinstimmt mit meiner, that means 83% have already been fulfilled, heißt es 83% ist bereits in Erfüllung gegangen. and only 17% are left to be fulfilled. Und es bleiben lediglich 17% zur Erfüllung noch übrig. Well, I don't feel that I'm a fanatic, Ich habe nicht das Gefühl, Fanatiker zu sein. because I can believe for the fulfillment of the remaining 17%. Denn ich bin fähig zu glauben, dass die restlichen 17% auch in Erfüllung gehen I werden. don't believe.
I don't believe that's illogical. Ich halte das nicht für unlogisch.